Frage, was ist das? Ist das entweder ein Cloudbuster oder eine Panzerfaust oder vielleicht ein dreiphasengesteuerter Fluxkompensator oder... Nein, nichts von alledem ist wahr. Die Antwort, die erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Viel Spaß. Professor Brainer's Club. Geistertöne aus der Hölle. Ja, ich werde hier mal spoilern. Das Ganze ist ein Instrument. Und zwar ein Musikinstrument. Und das Musikinstrument habe ich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends, klingt verdammt lang her, ist es auch, erfunden und entwickelt und gebaut aus altem Schrott und viel Elektronik, was da drin ist, was ich selber zusammengelötet habe. Und das Musikinstrument habe ich Infrafon getauft. Warum Infrafon? Weil es Infraschalltöne erzeugen konnte. Das sind sich sicherlich die meisten fragen, die in der Schule gut aufgepasst haben. Ja, Infraschall, waren das nicht diejenigen Töne, die nur Wale und Elefanten hören konnten? Und der Mensch aber nicht, weil er nur zwischen 18 Hertz und 20.000 Hertz ungefähr hören kann. Wenn man alt ist, so zwischen 18 Hertz und 16.000 Hertz. Und alles, was darunter ist, ist Infraschall, können wir nicht hören. Alles, was darüber ist, also über den 20.000 Hertz, ist Ultraschall, können wir auch nicht hören. Nur Hunde und Fledermäuse und ähnliche Tiere. Ja, was soll dann überhaupt so ein Instrument? Habe ich vielleicht den Walen im Meer vorgespielt? Nein, sowas natürlich nicht. Ich habe nämlich durch einen Trick diese Töne für den Menschen hörbar gemacht und damit auch Infraschall in der Musik einsetzen können. Und wie das funktioniert hat, das erkläre ich euch gleich in der kleinen Animation, die jetzt folgt. Viel Spaß! Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Spielen wir einen Ton, der nur eine einzige Frequenz hat, zum Beispiel eine Sinusschwingung mit 64 Hertz. 64 Hertz entspricht dem großen C, gemäß der Stimmung von Ernst Florenz Friedrich Chladni. In der Natur bestehen Töne aber nicht nur aus einer einzelnen Frequenz, sondern sie haben auch Obertöne. Der erste Oberton liegt genau eine Oktave höher als beim kleinen C, also bei 128 Hertz. Hier ist die Wellenlänge genau halbiert und die Frequenz verdoppelt. Wenn wir noch eine Quinte hochgehen, bei 192 Hertz, finden wir den nächsten Oberton beim kleinen G. Er entspricht einer Teilung der Wellenlänge des Grundtones durch 3. Eine weitere Quarte höher, beim eingestrichenen C, finden wir den dritten Oberton, der einer Teilung des Grundtones durch 4 entspricht. Eine große Terz höher, beim eingestrichenen E, befindet sich der nächste Oberton. Eine kleine Terz höher, beim eingestrichenen G, der nächste. Zwischen dem eingestrichenen A und dem eingestrichenen B, da finden wir den Ton, der sich bei einer Teilung der Wellenlänge des Grundtones durch 7 ergibt. Diesen Ton können wir allerdings nicht mehr durch die 12 Halbtöne der wohltemperierten Stimmung von Johann Sebastian Bach darstellen. Der Linkspfeil über der Note, der soll dies veranschaulichen. Und so folgen die weiteren Obertöne. Eigentlich bis in alle Unendlichkeit mit asymptotisch abnehmender Lautstärke.
Der Grundton klingt mit jedem Oberton natürlicher und harmonischer und vollmundiger. Der Ton behält aber, und das ist in diesem Zusammenhang wichtig, seine subjektiv wahrgenommene Tonhöhe. Die Obertöne sind wie ein Fingerabdruck des Grundtones. In anderen Worten, durch die Frequenzen der Obertöne lässt sich die Frequenz des Grundtones eindeutig zurückberechnen. Meine Hypothese war damals 1988, bleibt die wahrgenommene Tonhöhe gleich, wenn der Grundton weggenommen wird, also nur die Obertöne gespielt werden? Hier habe ich ein Experiment gemacht. Ich habe die Obertöne mittels Fourier-Synthese erzeugt, aber den Grundton dabei nicht mitgeneriert. Spielen wir diese Obertöne ohne Grundton, so ergibt sich eine erstaunliche Illusion, die ich so nicht erwartet hätte. Nicht nur die subjektiv wahrgenommene Tonhöhe bleibt gleich, sondern wir nehmen einen Grundton wahr, auch wenn er gar nicht existiert. Dieses seltsame Phänomen habe ich Geisterton genannt. Die Illusion brachte mich auf eine Idee. Wenn der Grundton unter 18 Hertz liegt, also im Infraschallbereich, aber die Obertöne über 18 Hertz, also im wahrnehmbaren Bereich, und wir den Grundton weglassen, nehmen wir auch den Grundton wahr, den wir eigentlich gar nicht wahrnehmen dürften. Und tatsächlich war das so. Und daraus erwuchs die Idee, ein Instrument zu erzeugen. Okay, man konnte also durch dieses Instrument Töne erzeugen, die man eigentlich gar nicht hören dürfte, und man hat sie trotzdem gehört. Und diese Töne, die haben so geklungen, als würden sie direkt aus dem Erdreich kommen, als wären sie aus der Hölle persönlich. Und das ist natürlich genau das Richtige für Punk, für Metal und Hardcore und ähnliche Musikstilrichtungen. Ja, wie hat das Ganze technisch funktioniert? Ja, gehe ich mal ein bisschen näher ran an die Kamera. Ja, das sieht man okay. Zumindest diejenigen sehen es, die ein bisschen musikalisch gebildet sind, dass diese Tasten so ein bisschen angeordnet sind wie die weißen Tasten auf dem Klavier und diese Tasten wie die schwarzen Tasten auf dem Klavier. Und dementsprechend sind auch die Noten angeordnet. Also wir haben hier C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H und das hohe C. Ja, und dann haben wir hier noch so 4 Spezialtasten, und damit konnte ich auch Töne erzeugen, die nicht der wohltemperierten Stimmung nach Johann Sebastian Bach entsprochen haben, also die zwischen den Halbtonschritten gelegen haben. Und damit war es mir möglich, auch die alten Kirchentonleitern zu spielen. Also sowas wie dorisch, ionisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, aeolisch und so weiter. Und zwar, das ist das Besondere daran, nicht so, wie wir sie heute spielen, was eigentlich nur so eine Simulation ist oder so ein in etwa spielen, sondern tatsächlich so, wie sie in der Antike geklungen haben. Denn damals gab es ja noch nicht diese wohltemperierte Stimmung, sondern es gab nur die genaue Stimmung. Und ganz Besonderes hat mich dabei interessiert das Mixolydische. Warum gerade das Mixolydische? Weil Platon ja dafür plädiert hatte, das Mixolydische zu verbieten, weil es angeblich die Jugend gegen den Staat aufgewiegelt hätte damals. Und natürlich habe ich mir dabei gedacht, wow, genau das Richtige, was ich brauche für Punk. Also daher habe ich dann auch 2 Lieder in Mixolydisch komponiert. Das Problem dabei war bloß, dass unsere westlichen Ohren mittlerweile so an die wohltemperierte Stimmung und an die Halbtonschritte gewöhnt ist, dass es ziemlich schräg geklungen hat. Und es war dann so, wenn man sehr, sehr lange in diese Musikstile sich hineingehört hatte, dann hat es tatsächlich auch eine gewisse aufputschende Wirkung gehabt, aber es war dann trotzdem nicht so besonders erfolgreich. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Rein technisch, ja, das Ganze funktioniert nicht mehr, weil hier die einzelnen Elektroden sind korrodiert, wie man sieht. Das sind sogar teilweise Spinnweben dran. 30 Jahre im Keller oder mehr als 30 Jahre. Ja, die hinterlassen einfach ihre Spuren. Und ja, hier sieht man so 4 oder 5 aufgeflexte Schrauben.
Und warum sind die aufgeflext? Deswegen, weil man hier mit den 4 langen Fingern durchgegangen ist. Ich merke gerade, ich bin ein bisschen wurstig geworden an den Fingern in den vergangenen Jahrzehnten. Und hier mit dem Daumen konnte man hier durch die Schelle und dann hat man automatisch hier die Tasten drücken können. Es sind also genau 5 Tasten. Und damit konnte man 2 hoch 5 Permutationen erzeugen. 2 hoch 5 ist 32. Ja, und damit konnte man auch 32 verschiedene Transponierungen oder Stimmungen einstellen. Das heißt, man war hier nicht nur auf eine Oktave begrenzt und nicht nur auf diese tiefen Töne, sondern man konnte auch dann zum Beispiel höhere Töne spielen. Ganz besonders dann, wenn man noch mit seiner Zunge gearbeitet hat. Ja, dadurch, dass ich hier in diese Lasche hineingegangen bin, ja, stand ich automatisch mit dem Metall in Kontakt und das stand unter Spannung. Nicht viel Spannung, es waren gerade 20 Volt, aber es hat ausgereicht, um zu bitzeln. Und ich war damit unter einem gewissen elektrischen Potenzial. Und wenn ich hier dann draufgeschlagen habe, ja, dann wurde hier mein Muskeltonus gemessen, mein Hautwiderstand und daraus wurden die Töne generiert. Und ja, damit hat nicht jeder Ton gleich geklungen, sondern wurde mal leiser, mal lauter, die Obertöne wurden ein bisschen variiert, sodass dann mehr Variationen in die Musik hineinkam. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, eingesetzt wurde das Instrument bei verschiedenen Sessions von Künstlern. Ja, kleinen Gruß an Siegfried, wenn er mich hier hört. Und ja, andererseits auch in meiner Punkband Pampa. Pampa steht für panokratische Akromusik, Punk-Attacke und war ein Akronym. Wir hatten gerade mal 3 Auftritte, 2 mit Infrafon und wir waren nicht die beste Punkband, muss ich zugeben, aber es hat verdammt Spaß gemacht und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dem Publikum hat es auch gefallen, vor allem weil es dann halt ein bisschen anders war, unter anderem wegen dem Infrafon. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich glaube, das Wesentliche habe ich schon gesagt. Nur gut, da gibt es noch eine MIDI-Schnittstelle, die war gerade damals erfunden. Damit konnte ich auch noch andere Instrumente gleichzeitig spielen, außer dem Infrafon auf der Bühne. Und ja, das Wichtigste habe ich natürlich noch vergessen. Ihr wollt bestimmt hören, wie es das Ganze geklungen hat. Ja, kann ich natürlich nicht mehr vorspielen, weil, wie schon gesagt, marode, kaputt. Aber ich kann ein digitalisiertes Tape von damals abspielen. Und da würde ich euch bitten, mal eine kurze Pause zu machen. Schaltet euer Handy oder euer Laptop oder was auch immer eine richtig fette Bassanlage an, so ja, und richtig viel Wumms. Erst dann kommt es richtig gut. Und ja, spielt dann weiter. Und jetzt kommt der Ton. 3, 2, 1. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Ich habe zwar finanziell nichts davon, aber ich freue mich ungemein. Oder gebt mir Kommentare ab. Ja, auch darüber freue ich mich, zumindest falls sie positiv sind. Und falls ihr mal das Musikinstrument in Aktion sehen wollt, ich habe ein Lied von damals digitalisiert, vom alten Tape, das könnt ihr hier auf meinem Kanal auch ja, euch anhören.
Jo, bis demnächst und alles Gute. Ciao.